Es ist ein Abenteuer, das uns tief in den Norden führt. An einen Ort, wo der Winter niemals enden zu scheint und der Zauber der Weihnacht lebendig ist. Voller Vorfreude begeben wir uns auf eine Reise, die uns direkt zum Polarkreis führt, in das Herz von Lappland, nach Rovaniemi. Dies ist kein gewöhnlicher Urlaub, sondern ein magischer Kurztrip von nur 4 Tagen, der uns in eine Welt voller Schnee, Mystik und kindlicher Begeisterung eintauchen lässt. Wir fahren durch endlose weiße Wälder, bis wir schließlich an einen Ort kommen, an dem die Zeit stillzustehen scheint. Dem Dorf des Weihnachtsmanns. Begleitet uns auf diese Reise, die nicht nur von Schnee und kaltem Wind geprägt ist, sondern auch von der Magie der Weihnachtszeit und der einzigartigen Schönheit des arktischen Nordens. Wir werden Teil einer Geschichte, die schon seit Hunderten von Jahren erzählt wird. Lasst uns gemeinsam eintauchen in dieses unvergessliche Abenteuer. Einen schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Palmcamper hier aus dem eiskalten finnischen Lappland. Ich stehe hier gerade auf dem Balkon von unserem Zimmer im Center Sport Hotel. Wir haben jetzt die erste Nacht hier verbracht und ich habe richtig gut geschlafen hier. Ich war aber auch extrem müde, wir waren gestern alle so fix und fertig. Haben jetzt echt eine gute Nacht hinter uns. Jetzt geht es erstmal ab zum Frühstück und danach machen wir uns dann mit dem Auto auf den Weg zum Weihnachtsmanndorf und zum Weihnachtsmann natürlich. Denn das ist eigentlich der Hauptgrund, warum wir hier sind. Wir haben heute Morgen jetzt den richtigen Frühstücksraum hier gefunden. Das ist auch jetzt einfach tatsächlich, man muss einfach nur den Fahrstuhl nehmen. Wir haben es gestern einfach echt nicht gecheckt, wie wir die Treppe genommen haben. Wahrscheinlich sind wir im alten Teil gelandet. Jetzt sind wir hier richtig und hier oben ist auch tatsächlich eine Sportarena und eine riesen Tribüne ringsrum. Da sind wir gestern an der Wand hinten, haben wir gestanden und haben diese Laufbahn hier gesehen, die einmal komplett um diese Arena herumführt. Ja, ein Riesenhotel hier, das Ding. Jetzt gehen wir mal zusammen in den Frühstückssaal und dann suchen wir uns Leckeres zum Frühstück aus, stärken uns für den Tag und dann geht es gleich auf zum Weihnachtsmann. Ja, und auch hier ein riesen Frühstückssaal. Hier gibt es alles, was das Herz begehrt. Ich suche mir jetzt erstmal was Schönes aus und dann sehen wir uns gleich wieder. So, genieße jetzt noch den letzten Kaffee und dann geht es gleich für uns wieder zurück aufs Zimmer und dann los zum Weihnachtsmann. Dieses Restaurant hier ist übrigens ja natürlich Selbstbedienung, klar, Buffet. Aber hier wird auch nicht der Tisch abgeräumt, man muss da selber dafür sorgen. Und da gibt es einen eigenen Raum da vorne, wo Sarina und Holly gerade hingegangen sind. Und da muss man tatsächlich sein Tablett selber ja nicht sauber machen, aber zumindest den Biomüll in die dafür vorgesehene Tonne schmeißen, Restmüll und dann das Besteck in Schalen schmeißen, den Teller einsortieren in diese Geschirrkörbe, die dann in die Spülmaschinen gesteckt werden. Ja, halt alles dahin einsortieren, wo es hingehört. Und dann kann man sein Tablett dann daneben stellen. Also es gibt halt keinen Abräumservice hier, der das alles für einen macht. Finde ich aber auch tatsächlich gar nicht so schlecht. So ist man dann nicht so schnell in Versuchung, einfach alles mal so ein bisschen zu probieren, stehen zu lassen und 1000 Teller und Tassen dreckig zu machen. Denn so muss man wirklich dann dafür sorgen, dass es dann selber am Ende wieder weggeräumt wird. Und wenn man sich einen Tisch da hinten am Fenster ergattern kann, dann hat man auch einen super Blick auf die Sportarena. Ja, so sieht dieser Raum hier aus. Hier kann man sein Geschirr dann praktisch wegsortieren, wenn man fertig ist mit Essen. Jetzt gehen wir zurück zum Zimmer und dann bereiten wir uns vor. Ja, wenn ich den Schildern hier Glauben schenken darf, dann gibt es hier irgendwo tatsächlich auch so was Ähnliches wie eine Eisbahn. Zumindest sind da Schlittschuhe abgebildet. Ja, wie das immer so ist, wenn man sich Pläne macht, werden sie durchkreuzt. Stehen gerade hier die Zimmerservice bei uns, machen da das Zimmer sauber. Das wird noch mal ein paar Minuten überbrücken. So, jetzt geht es erstmal nach unten in den Keller. Da ist dieser Funpark. Erkunden wir den erstmal, solange unser Zimmer gerade sauber gemacht wird. Dann macht er auf. 12. Ja, Kanufahren scheint hier auch ein großer Sport im Sommer zu sein. Außer der Funpark ist hier unten eigentlich nicht viel los. Wahrscheinlich habt ihr schon gesehen, ich laufe hier die ganze Zeit in den Sachen vom MM67 Shop rum. Das ist die KSK-Unterwäsche aus Merino-Wolle. Die hält mich hier mega warm. Ich trage das Zeug jetzt hier auch unter der Ski- oder bzw. Snowboard-Klamotte. Das hält einen auf jeden Fall sehr trocken, sehr warm das Ganze.
Ich habe die lange Unterhose sogar an, aus Merino-Wolle, dazu noch die Socken, das Oberteil. Unten drunter habe ich das T-Shirt vom MM67 Shop. Und ja, das Zeug ist einfach echt Bombe. Besser als jede Funktionsunterwäsche, die ich sonst so kenne. Also schaut mal rein, MM67 Shop. Da bekommt ihr alles, was ihr für eure Outdoor-Abenteuer so benötigt. Auf zum Weihnachtsmann. Bisschen eingeschneit. Boah, guck dir mal den Fluss an, hier links und rechts. Das ist alles vollgeschneit. Der ist eingefroren, oder? Guck dir mal das Auto an hier. Baltic Sea Circle. Guck dir die an, die beiden Dinger. Da stellen wir uns neben. Boah, geil. Zwei alte Volvos. So, stehen wir hier gerade im Centers Village, sind hier gerade angekommen und hier hinter mir, da stehen zwei alte Volvos von der Baltic Sea Circle. Das ist genau so ein Kram, den wir mit dem Golf 3 vorhaben. Nur, dass das hier nochmal eine Spur härter ist. Das geht, glaube ich, 14 Tage, das ganze Event. Bei uns ist nur eine Woche. Die fahren wirklich hoch bis zum Nordkap. Und jetzt gucken wir uns mal die beiden Autos an. Das sind sogar Deutsche. So, schaut euch das mal an hier. Von innen. Die Rennsitze drin von Recaro. Goodyear Ultra Grip Spike Reifen. Alter, richtig geil. Aus Freising. Baltic Sea Circle, hier sieht man es nochmal. 7500 Kilometer, 16 Tage. Komplett um die Ostsee bis zum Nordkap. Richtig gut. Ah, hier oben mit Platten nochmal abgedeckt das Ganze. Auch schon ordentlich Patina, so ein Auto. Ja, die haben natürlich wirklich Stil, die Kisten. Aus Bad Tölz. Da sehen die schick aus. Lederarmaturenbrett. Superlativ Adventure Club. Ja, das ist mal richtig geil. Das hat echt Stil. Jetzt geht es aber tatsächlich für uns hier zum Weihnachtsmanndorf. So, die Stickerwand am Polarkreis. Arminia Bielefeld ist auch vertreten. Die Saufbande. Wer sich hier jetzt wiedererkennt, der kann ja mal einen Kommentar unter dieses Video setzen. Glaube ich mal ganz interessant sowas. Ja, also hier ist noch richtig Weihnachten, Leute. Boah, was ist das denn? Aus Eis. Eine Mauer aus Eis. Nordkap, 680 Kilometer. Das sind 680 Kilometer nur bis zum Nordkap von hier aus. Also eigentlich sind wir schon fast da. Das Santa Claus Postamt. Ein bisschen überfüllt, glaube ich. Erstmal zum Schneemann. Erstmal zum Schneemann gucken? Okay. Danach gehen wir dann zum Postamt. Übrigens gegenüber eine schöne weihnachtliche Shell-Tankstelle. Jetzt sitzen wir hier vorm Schneemann und werden gerade fotografiert von Sarina. Sarina fragte gerade, ob der tatsächlich echt ist. Der ist tatsächlich echt und nicht nur das Ding hier ist aus Eis gebaut. Es gibt da vorne tatsächlich eine Eisbar oder ein Eishotel sogar, was jedes Jahr komplett neu aufgebaut wird. Also die machen sich hier schon echt eine Menge Mühe. Jetzt muss ich aber trotzdem einmal gerade bei diesem Mercedes da gucken von der Baltic Sea Circle, was die da so Schönes gebaut haben. Ordentliche Beleuchtung dran, die brauchst du ja auch im Winter. Es wird nämlich echt verdammt dunkel. Was sind das für Reifen? Michelin, ordentliche Stolle mit Spikes drauf. Ja, wir malen Winterreifen auf dem Dach. Da sieht man die Route nochmal.
Der Schlitten unbedingt oben auf dem Dach. Das ist so ein bisschen, ja, ungeschriebenes Gesetz, Tradition, dass man sich dann hier auf so ein bisschen abgelegenen Pisten einfach mal hinter das Auto hängt mit dem Schlitten und sich da ordentlich hinterherziehen lässt. Das macht einen riesen Spaß, einen riesen Gaudi. Schon gesehen mit Skiern und Snowboards, nicht nur mit Schlitten. Es gibt wirklich die kreativsten Ansätze, mit was da die Leute sich hinter Autos herziehen lassen. Sowas werden wir auf jeden Fall nächstes Jahr im Februar auch machen. Aber das Ganze nicht vom Superlativ Adventure Club, sondern vom Carvage Run. Sesam, öffne dich. Wo sind wir denn jetzt hier drin? Am Weihnachtsmann. Ein Weihnachtsmann. Hier ist nur der Shop, oder was? Mit da. Santa is waiting. Oh, hier kann man Rentierfleisch kaufen. In Dosen. Das ist ja schon fast ein bisschen makaber, ne? 350 €. So, jetzt geht's ab zum Weihnachtsmann hier rein. Jetzt gehen wir erstmal so einen langen Gang entlang hier. Free Entrance, so. Schlange stehen, ach so, das ist die Schlange hier. Ah, ich verstehe. Ja, jetzt setzen wir uns erstmal hier hin und warten darauf, dass wir zum Weihnachtsmann rein können. Denn ich glaube, wir haben noch Glück. Diesen langen Weg, den wir gerade gegangen sind, der ist wahrscheinlich tatsächlich zur Hochsaison komplett voll hier. Ich glaube, jetzt dauert es gar nicht so lange, bis wir da rein können. Da geht es schon ein Stückchen weiter. So, die Tür wird hier geöffnet für einen und dann wird man reinberufen zum Weihnachtsmann. Beruhig dich. Häuschen. Wie war das? Cool. Jetzt haben wir den Weihnachtsmann gesehen. So. Joo, siis on se, että se maksaa tietenkin, mutta niinku... Da sitzt er. Kann man das denn? So, jetzt haben wir gerade 35 € für so ein Foto bezahlt, aber dafür ist es natürlich auch echt gut geworden. Wer hat schon ein Foto mit dem echten Weihnachtsmann? Wichtel im Keller. Ist Mickey dabei? Das hat ja heute Schicht, keine Ahnung. Mickey ist 99. Jetzt ist er 100. 100. Hatte der schon Geburtstag? Ja, ich glaube schon. Was hat dir der Weihnachtsmann gesagt? Was sollst du immer machen? Du sollst immer... Das Zimmer aufräumen, viel essen. Auf Mama und Papa hören. So, übrigens auffallen große Hände der Weihnachtsmann. Weil der kann ordentlich zupacken, das kann ich euch sagen. Warst du aufgeregt? Warst du aufgeregt? Über deinen Namen vergessen. Nett hier. Aber waren Sie schon mal in Minden-Lübbecke? Ja, das waren tausende Kilometer von zu Hause entfernt und man trifft hier auf einen Sticker vom Nachbarkreis. So, wir stehen jetzt hier am Arctic Circle, der Polarkreis tatsächlich. Holly steht gerade Jetzt. direkt in der Livecam von Rovaniemi. Wer das nicht kennt, gebt mal einfach bei YouTube Livecam Rovaniemi ein. Da kommt ihr direkt hier hin. Dann seht ihr hinter mir das Thermometer da hinten. Da haben wir jetzt -1 Grad. Und ja, aktuell genau in diesem Moment sind wir jetzt live auf YouTube zu sehen. Ich stelle uns jetzt mal in die Kamera und wink mal fröhlich rein. Wo sind wir? Da. Ich sehe die Kamera nicht mal. Achso, doch, da. Hallo.
Ihr zwei auch noch. Wir brauchen noch von mir. Excuse me. May I disturb you? We need some people to sing a German. Was müsst ihr machen? Christmas, ja, deutsche Ihr habt eine Weihnachtslied. Aufgabe von der Baltic Sea Circle wahrscheinlich. Kennt ihr schon? Ja, ich kenne das. Ja. Wir sind beim Dental TV Germany. Okay. Und das wird hier online gestellt, weltweit. Und wir machen auch ein kleines Video. Du machst das Video. Habt ihr ein Problem, wenn ich auch ein Video mache? Ich bin auch hier im Film gerade. Überhaupt nicht. Fröhliche Weihnacht überall. Ja. Tönet durch die Lüfte. Froher Schall. Nur einen Satz, immer wieder. Immer wieder. Fröhliche Weihnacht überall. Töne durch die Lüfte, froher Schall. Ja, that's all. Okay, alles klar. Wenn wir den Text halten, willst du den Text? Nee, du musst filmen. Nur ganz kurz. Wie viele Leute müssen zusammen Nee, haben? du musst ja filmen. Aber von der Webcam. Also. Ah, okay. Ja, das weiß ich. So, ich muss auf den Text gucken. Fröhliche Weihnacht überall. Töne durch die Lüfte, froher Schall. Nochmal. Fröhliche Weihnacht überall. Töne durch die Lüfte, froher Schall. Ba, bam, ba, 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 Das ist gut. Danke, danke, danke. So, Challenge geschafft. Sehr geil. So, vielen Dank. Gerne. Viel Erfolg. Danke. Ja, jetzt haben wir gerade hier noch ein Lied gesungen mit der Baltic Sea Circle. Die mussten eine Aufgabe erledigen, ein paar Deutsche zusammenkriegen und ja, ein Weihnachtslied in die Webcam hinter uns trällern. Auch das haben wir jetzt noch erledigt, sehr cool. Schöne Grüße an der Stelle, wenn ihr das mal jemand sehen solltet. Hat Spaß gemacht. Schön noch ein paar Videos und Selfies hier schießen, direkt am Arctic Circle. Wobei ich glaube, ich schon gehört habe, es ist gar nicht tatsächlich der echte Polarkreis. Ich glaube, dass der so ein paar Kilometer weiter in eine andere Richtung hier durchläuft. Das ist einfach nur so ein bisschen so ein Touri-Ding, aber ich bin mir da auch nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist. Aber vorstellen könnt ihr es mir schon. So, jetzt geht's hier zur Reindeer Farm. Und Mrs. Santa. Mrs. Santa Claus wohnt hier. Und da drüben ist die Snow World. Das ist dieses Riesen... Was ist das? Ja. Diese Eisbau oder was, das immer wieder neu aufgebaut wird jedes Jahr. Nee, da wo du hier rodeln kannst. Da. Ach ja, genau, Rodeln. Rodeln! So, was haben wir hier? Ein schönes Lagerfeuer. Regardez-moi les filles. Das sieht doch mal hübsch aus. Da sind Rentiere. Oh, nein, doch. Nein, oh. oh. Nein, doch. Rudolf. Rudolfo? Oh, hallo. Bist du süß? Ja, jetzt sind wir hier in der Reindeer Farm. Ja, hier gibt es immer so richtig schöne Cottages, ein Weihnachtsmann-Cottage-Dorf. Hier glimmt noch das Feuer vor sich hin. Schon süß gemacht hier tatsächlich. Sehr romantisch. So, jetzt sind wir im Haus von Mrs. Santa Claus. Kaffee und Kuchen gibt's hier. Hast du das gehört von Mrs. Santa Claus? Auf jeden Fall alles sehr liebevoll gemacht hier. Um Mrs. Santa Claus zu treffen, wird nochmal 5 € verlangt. Das ist auch so ein bisschen tatsächlich geschickt gemacht, muss man echt sagen. Es ist halt eine Geschäftsidee hier einfach. Die platzieren Touri-Magneten einfach ja, am Arsch der Welt halt. Man ist ja so weit von allem eigentlich entfernt, dass man hier so schnell nicht wieder hinkommt. Und genau das wird halt natürlich ausgenutzt. Man sagt sich jedes Mal, wir kommen halt so schnell nicht wieder hierher, also machen wir es. Dann zahlst du 5 € hier, um Santa Claus zu sehen oder Mrs. Santa Claus zu sehen. 35 € für ein Bild. 50 € für so eine Rentierfahrt, 100 € um sonst irgendwas zu machen, davon 2, hiervon 2 und von noch irgendwas 2 und ratzfatz hat man hier tatsächlich Monatsgehalt auf den Kopf gehauen. Also ist schon nicht ohne hier. Aber man ist halt nur einmal hier, ne? So schnell kommen wir nicht wieder her. Ehrlich gesagt wenig aufregend aus. Aber muss man mal gemacht haben. Wer weiß, wann man wieder hier ist. Ne? So schnell kommen wir hier nicht wieder hin.
Das ist mal ein riesen Eiswürfel, hä? Den will ich in meinem Getränk. Are you ready for fun and thrilling adventure? Not at all. Welcome to Snowman World. Ein Ticket 29 €. Wer weiß, wann wir hier wieder hinkommen, ne? Ja, also reizt uns die ganze Nummer natürlich schon. Allerdings sind 90 € hier für 3 Personen relativ teuer. Das filmen wir eben so zwischendurch. Wir überlegen jetzt, ob wir das vielleicht morgen mal machen, als Tagesausflug nochmal. Für morgen steht der Plan ja noch nicht. Das überlegen wir uns dann noch im Laufe des Tages, oder morgen früh oder so, oder heute Abend. Da werden wir uns das Ganze mal durch den Kopf gehen lassen. Hier vorne stehen jetzt diese Glas-Iglus, die man sich mieten kann, um Polarlichter zu beobachten. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache. Es ist sauteuer, aber wenn man da Wert drauf legt, das ist schon eine coole Nummer tatsächlich. Hier ist das als ja, Außensitzplatz am Restaurant gedacht, aber die Dinger stehen tatsächlich hier auf dem Gelände verteilt, in dem Santa Claus Village Hotel, in diesem Feriendorf. Da kann man sich, dann sitzen halt Betten drin und dann kann man tatsächlich in den Dingern übernachten und hat dann freie Sicht auf den im besten Fall klaren Sternenhimmel und eventuell sogar die Polarlichter. Hier geht es jetzt zum Glass Resort und zum Nova Skyland. Keine Ahnung, was das ist. Gehen wir jetzt mal hin. 100 Meter zum Nova Skyland, 200 Meter zum Glass Resort. Ja, das Nova Skyland ist tatsächlich ein Hotel. Da könnt ihr sehen. Sieht auf jeden Fall sehr nobel aus. Richtig schick hier. Aber diese Glass World habe ich noch nicht gesehen. Also egal, wo man jetzt hier ist, ob das Schweden oder Finnland ist, Norwegen wahrscheinlich auch. Irgendwie haben die ein bisschen mehr Stil als wir. Also das fing schon an, als wir hier am Flughafen ankamen, in diese Empfangshalle. Selbst das sah schon deutlich schöner und einladender und herzlicher aus als bei uns in Deutschland. Da ist das alles sehr nüchtern gehalten und funktional. Hier in Finnland am Flughafen Kittilä oder Kittilä, da hatte man sogar so einen Schaukelstuhl an so einem künstlichen Feuer und das war alles sehr, sehr liebevoll gestaltet tatsächlich da. Irgendwie haben die ein bisschen mehr Stil, was das angeht, so ein bisschen mehr Feingefühl, finde ich. Und genauso ist es hier überall tatsächlich auch, also alles ist wirklich sehr, sehr ansehnlich und schick und schön und das können die halt einfach, ne? Kann man nicht anders sagen. Das ist halt dieser Ikea-Stil irgendwie. So, jetzt geht es aber ins offizielle Weihnachtsmann-Postamt. So, man kann sich jetzt hier eine Postkarte aussuchen, kann die tatsächlich ausfüllen und dann einmal mit einer Briefmarke hier versehen vom Weihnachtsmann. Und dann gibt es 2 Auswahlmöglichkeiten, einmal die Christmas Mail und einmal die Daily Mail. Daily Mail wird halt sofort rausgeschickt, kommt dann an in den nächsten Tagen irgendwann. Christmas Mail soll dann angeblich tatsächlich am 24. Dezember pünktlich zu Weihnachten ankommen. Und das Ganze natürlich dann mit dem einzigartigen und echten Weihnachtsmann-Postamtstempel. Guck mal, das ist die ganzen Post für den Weihnachtsmann, die hier ankommt. Aus allen Ländern. Die wird beantwortet hier. So, wir stehen jetzt hier die ganze Zeit schon vor diesem Postregal hier und suchen Germany. Germany heißt, oder Deutschland heißt auch Finnisch Saksa. Also wenn wir es bei G natürlich nicht finden, müssen wir mal gucken, ob wir Saksa irgendwo finden. Hier kannst du den Brief für Mikkel rein. Wishes and letters to Santa Claus. Wunschliste und Briefe für Santa Claus. Aber es ist nicht mehr. Ja, aber Mikkel hat hier keinen eigenen Briefkasten. Ich würde das gleich erst bezahlen, dass wir jetzt was essen gehen, glaube ich, ne? So, und jetzt ab mit dem Brief an unseren Hauswichtel Mikkel an Santa Claus. Tja, die Briefe aus Deutschland haben wir jetzt nicht gefunden. Saksa finden wir auch nicht. Vielleicht gehen die direkt zum Weihnachtsmann, ich denke. Wir werden erst gar nicht zwischengelagert. So, Sarina bezahlt jetzt eben noch schon die Postkarten hier bei den Kassierwichteln. Und dann müssen wir uns etwas zu essen suchen. Das ist nämlich schon 12:30 und der Hunger meldet sich bei uns. Ja, was kostet eine Briefmarke? 2,75. Wenn sie denn auch ankommt. Ich habe mir die ausgesucht. Schick. Wenn schon, denn schon, ne? Wenn schon, denn schon. Hier gegenüber vom Postamt ist der Infotower.
Hier kann man Husky-Safaris buchen, Schneemobiltouren und was nicht alles. Also hier kann man ganz viel Geld ausgeben, aber auch ganz viele Abenteuer erleben. Ja, wir sind jetzt auf der Suche nach einem Restaurant. Wir sind jetzt gerade in so einer weihnachtlichen Mall gelandet hier. Aber echt ist noch nicht das Richtige mit dabei für uns. Du bist einfach zu groß dafür, Olli. Hulupuki, Santa Claus Office. Ich glaube, hier gibt es auch ein Restaurant drin. Hier ist auch kein Restaurant drin. Wir machen jetzt auf dem Weg zum Three Elves. Da sind wir uns ziemlich sicher, dass wir da was finden. Haben wir noch einen kleinen Tipp am Rande für alle, die hier auch mal hinkommen möchten. Packt euch auf jeden Fall Spikes unter die Schuhe. Es gibt da so Ansätze, die kann man einfach unter die Schuhe klemmen, kann man wieder abmachen. Wir haben schon jetzt echt viele Menschen gesehen, die hier mit dem Krankenwagen abgeholt wurden, weil sie einfach sich so ungünstig hingepackt haben, dass sie sich wahrscheinlich echt einen Bein, Arm gebrochen haben oder sonst irgendwas. Und ich glaube, ich bin mittlerweile auch schon 3, 4, 5 Mal kurz davor gewesen, mich hier hinzupacken. Holly hat es gerade erwischt. Ja, nichts passiert, alles gut, aber man muss hier echt aufpassen. Manche Stellen sind einfach echt spiegelglatt, gerade da, wo viele Touristen langlaufen. Das Ganze immer wieder plattgetreten wird und so ein bisschen antaut, dann wieder überfriert und wenig Schnee halt oben drauf ist. Da ist es immer richtig glatt und saugefährlich. So, jetzt stehen wir hier in Three Elves. Wir werden jetzt gleich zum Tisch begleitet. Hier haben wir die Speisekarte von Three Elves. Ich werde mich jetzt an die Lachssuppe anwagen. Norwegische Lachssuppe. Oder finnländische Lachssuppe. Lappländische. Ist das alles mit dem Brot? Ich dachte, wir haben ein bisschen mit dem Brot dabei. Frisch gestärkt verlassen wir jetzt wieder das Three Elves Restaurant. Sehr gutes Essen. Lachssuppe. Kann ich echt empfehlen. Ist zwar nicht ganz viel und auch nicht ganz billig, muss man sagen, aber geschmacklich ganz hervorragend. Zum Nachtisch gab es jetzt hier noch mal diese Kau-Faser-Schokolade. Probieren wir jetzt nochmal. Das soll die beliebteste Schokolade Finnlands sein. Ja, was soll ich euch sagen? Schmeckt wie Schokolade. Gute Schokolade. So, hier geht's zu Santa's Igloos. Hier vorne gibt's Snowmobile fahren für Kinder. Oh, 25 € für 10 Minuten. Wir gucken trotzdem mal. Ja, Holly kann ich leider nicht überreden, diese Kinder-Schneemobile hier zu fahren. Also gehen wir jetzt mal ein Stück weiter und gucken mal, was hier noch so kommt. Santa's Pets sehe ich da oben schon. So, hier neben uns ist jetzt das Tiergehege Santa's Pets. Ich glaube, da kann man Alpakas und Rentiere sehen. Ich habe gerade mal so durch den Zaun geguckt. Viel sieht man da jetzt nicht, weiß nicht, wie groß es ist. Ich halte euch jetzt einfach mal hier über die Absperrung, dann könnt ihr mal einen Blick reinwerfen. Habt ihr zumindest ein bisschen was gesehen. Auch dafür wollen wir natürlich wieder Eintrittsgeld haben. Für zahlt man halt generell keinen Eintritt hier für dieses Santa-Dorf. Nicht mal das Parken kostet hier was. Das wundert mich tatsächlich. Dafür ist der Rest hier natürlich doppelt und dreifach so teuer, wie man das sonst so halt kennt. Irgendwie muss dieser ganze Kram hier natürlich auch finanziert werden. Das ist schon ein Heidenaufwand, den die hier betreiben. Hier ist, glaube ich, Ende. Ich glaube, wir drehen jetzt hier um. Ja, der weitere Plan sieht jetzt wie folgt aus. Wir gehen jetzt gerade zurück zum Postamt, schmeißen da jetzt unsere Postkarten noch rein, die dann am 24. oder irgendwie um den 24. hoffentlich zu Hause ankommen. Und dann geht es für uns zurück Richtung Hotel, aber wir fahren jetzt noch nicht ins Hotel. Wir fahren erstmal noch in ein Skigebiet oberhalb unseres Hotels, ein Stückchen nördlicher. Und da wollen wir mal gucken gehen, ob wir da noch irgendwie vielleicht einmal eine kurze Rodelaktion da einlegen können. Ja, vielleicht können wir da noch mal irgendwo runterfahren. Zurück im Postamt müssen wir jetzt die Karten einschmeißen. Holly hat jetzt gerade fast in die falschen Briefkasten geschmissen. Daily Mail geht heute raus. Christmas Mail geht erst Weihnachten raus. Wir haben jetzt noch mal einen kurzen Shopping-Marathon gemacht hier durch die ganzen Souvenirläden, ohne auch nur die kleinste Kleinigkeit zu kaufen. Das ist halt alles einfach mega teuer und hoppla, glatt ist es hier. Aber
Brauchen wir alles nicht. Jetzt geht es nochmal zum Abschluss hier in die Roosevelt-Hütte. Die soll hier angeblich seit 1950 stehen. Da gehen wir jetzt auch nochmal reingucken und dann geht es ab zurück zum Auto und dann fahren wir zu diesem Skigebiet. Ja, auch da nichts anderes, nichts Neues. Überall gibt es den gleichen Kram in den Läden hier. Jetzt gehen wir zum Auto. Da vorne steht schon wieder das nächste Auto von der Baltic Sea Circle. Ich glaube, diesmal ist es ein Holländer. In einem Citroën im alten. Citroën BX 4-Wheel Drive. Das ist die richtige Kiste hier. Stehen aber auch nur in guter Gesellschaft hier. Aus Polen. Ach, das ist ein polnisches Oldtimer-Kennzeichen hat er hier. Das habe ich auch noch nie gesehen. Das ist neu. Offroad Cruising Team. Geile Kiste. Hier oben schön die Tiefkühltruhe, da oben ein paar Sachen einfach aufs Dach gespackst. Richtig schön rustikal gehalten. Hier nochmal das gleiche. BX 4-Wheel Drive Sahara. Mal ein Sondermodell mit ABS. YouTube. Hipol 72. Richtig schön rustikal. Auch schon ordentlich gelitten. So muss das sein. Geil. Ja, jetzt aber zurück zum Auto und dann ab zu dem Skigebiet. Jetzt sind wir gerade hier rausgefahren aus dem Santa Claus Village und nehmen zum Eiskarting, haben wir gerade gesehen. Eine richtige Kartbahn, komplett aus Eis. Snowmobil kann man hier auch fahren. Ein Ticket, 2 mal 10 Minuten, 89 €. Bin ich einfach zu geizig für. Obwohl, so schnell kommen wir hier nicht wieder hin, ne? Wir sind jetzt an diesem Skiresort hier angekommen, oder in diesem Skipark, wie nennt man denn das? Skigebiet. Und Holly hat ihren Schlitten mitgenommen. Jetzt gehen wir mal gucken, ob wir hier irgendwo eine kleine Rodelpiste finden, die wir einfach mal so runterfahren können. Also Ticket kaufen lohnt sich hier tatsächlich nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob man wirklich Schlitten fahren darf hier. Doch da vorne sehe ich auch schon Kinder. Ja, gucken wir mal einfach mal. Hier ist so eine Karte, so eine Übersichtskarte von den ganzen Skipisten. Also ist schon ein ordentlich großes Gebiet hier. Auch geil hier. Einfach so eine Hütte zum Ausruhen. Schönes Feuerchen brennt da. Feuerhäuslich daneben. Ich weiß gar nicht, ob man das Ding buchen muss oder ob das einfach so zur öffentlichen freien Verfügung hier ist. Keine Ahnung. Ja, hier der Sessellift. Ja, wir schauen uns erstmal ein bisschen um. So, wir wechseln jetzt mal auf die andere Kamera, denn die kann das ein bisschen besser auffangen oder einfangen als die GoPro. Das sieht immer alles so weit weg aus. Wir stehen jetzt hier unten am Fuß dieser Skisprungschanzen. Ja, kann ich jetzt mal zeigen, wie das aussieht. Ich finde das ja echt gewaltig. Allergrößten Respekt vor den Leuten, die sich trauen, da runterzufahren. So, Holly versucht sich jetzt mal hier mit ihrem Schlitten die Piste runterzufahren. So, hier haben wir jetzt auch hier so einen Schlitten organisiert. Die Dinger liegen hier zur kostenlosen, freien Verfügung. Jetzt werden wir mal zusammen den Berg hier runter rauschen. Das ist ganz schön anstrengend, hier hochzulaufen. So, hoffentlich brechen wir uns nicht. Oh Gott. Oh Gott. Das ist ein Kinderschlitten, Papa. Soll ich wechseln? Ne, ich mach das schon. Pass aber bitte auf. Oh, los geht's los. Wieder oben angekommen, zweiter Versuch. Ja, das ist aber steil hier oben. Junge, gefährlich, was wir hier machen. 1, 2, 3. Wir sind jetzt so ein paar Mal hier die Piste runtergedonnert.
Jetzt sind wir fix und fertig. Das Kind kann nicht mehr laufen, die müssen wir jetzt hinter uns herziehen. Ja, hallo. Jetzt geht's ab zurück zum Auto und dann zurück zum Hotel. So, wir sind jetzt wieder zurück. Haben uns gerade ein bisschen frisch gemacht hier im Zimmer. Und jetzt geht's hoch zum Abendessen. Stunde haben wir jetzt noch. 18 Uhr ist es. Bis 19 Uhr Abendessen. Das finde ich auch relativ früh. Das haben wir so noch nicht gehabt. Kleines Update. Im Fahrstuhl kommt man da gar nicht so einfach hin. Zumindest nicht in diesem Wohntrakt hier. Wir müssen halt rüber in das große Gebäude, da wo die Sportarena ist. Und da kommt man halt von hier oben dann doch nicht hin. So, am Handumdrehen haben wir hier unseren Speisesaal wiedergefunden von heute Morgen. Und jetzt schauen wir mal, was es so Leckeres zum Abendessen hier gibt. Das ist ein Hähnchen. Das sieht aber alles gut aus. So, wir haben hier ein finnisches Getränk gefunden. Hier steht da in der Kühlung, in so einer Karaffe. Das haben ein paar Leute getrunken. Das war vorhin war das voller, als wir hier ankamen. Sarina hat dann gerochen und hat gesagt, da muss man sich von übergeben, das kann man nicht trinken. Ich habe mir jetzt hier ein bisschen was abgefüllt. Keine Ahnung, was es ist. Es riecht malzig, würzig. Wenn ihr wisst, was das ist, schreibt das mal in die Kommentare rein. Alle gucken mich völlig entsetzt an. Ich probiere das jetzt. Prost. Schmeckt wie gestandenes Bier. Alkoholfrei. Bisschen säuerlich. Bisschen wie dieses finnische Bier auf der Messe. Bier aus Lappland. Große Biere, kleine Brauerei. Prost. Das mag ich gar nicht. Aber ohne Alkohol. Ich find's lecker. Ich mag's. So, Abendessen war ganz gut. War lecker. Sind auf jeden Fall satt geworden. Jetzt machen wir genau das, was man eigentlich nicht machen sollte. Wir gehen direkt nach dem Essen ins Schwimmbad. Bitte schön. Man kann sich einfach diese Armbänder hier an der Info abholen und dann kann man einfach rein. Ist kostenlos, ist alles im Preis mit inbegriffen hier das Schwimmbad. So, wir waren jetzt gerade im Spa-Bereich, war noch ein bisschen schwimmen heute Abend. Ich war gerade noch in meiner Sauna, war richtig gut. Schön so einen richtigen Wikinger mit drin gehabt, der hat das Wasser da durch die Gegend geschmissen. Hat sich noch ein Bier aufgemacht, eine Kanne da in der Sauna. Das gehört hier in Finnland zum guten Ton, finde ich super. Jetzt lassen wir den Abend hier noch ausklingen, gehen noch mal gerade duschen hier auf dem Zimmer und dann war es das für heute. Morgen jetzt an der Stelle weiter. Der Plan für morgen sieht folgendermaßen aus. Wir werden erst Richtung Rovaniemi Stadt nochmal fahren, da so ein bisschen durchlaufen, mal gucken, wie es da aussieht, was da so Schönes geboten wird. Und dann werden wir uns danach auf den Weg zum Weihnachtsmanndorf machen wieder. Wenn wir uns dazu entschlossen, tatsächlich in diese Snowman World zu gehen und ja, da dann den restlichen Tag zu verbringen. Soll ganz gut sein. Ich hoffe, das lohnt sich für die 90 Euro. Naja, wir werden sehen. Man ist ja auch nur einmal da, ne? Wann kommen wir so schnell wieder hierher? Richtig. Also, morgen früh geht's weiter.